Kommen wir zum dritten Teil dieses Screencasts. Im ersten Teil habe ich gezeigt, wie man die Domain den Webmaster Tools hinzufügt. Im zweiten Teil haben wir gesehen, wie wir die Domain, also wie wir bestätigen, dass wir Domaininhaber sind. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Domain eingerichtet in den Webmaster Tools und schauen uns einmal an, was für Einstellungen wir dort finden und schauen uns aber im Speziellen an die Ländereinstellungen, weil wir sprechen ja davon, dass wir die richtige Domain auswählen für ein Projekt und diese Domain eben, jetzt wenn wir eine Com-Domain haben, dann müssen wir diese noch zuweisen. Wir müssen diese dem Zielland, also dem Land zuweisen, wo wir sichtbar sein wollen, mehr oder weniger. Also wenn Sie eine .com-Domain haben, wie wir jetzt eingerichtet haben, dann haben Sie in den Webmaster Tools die Möglichkeit, dass Sie hier dieses Kästchen aktivieren und zum Beispiel sagen, Ihr Hauptmarkt ist Deutschland zum Beispiel. Dann würden Sie hier hergehen und das auf Deutschland stellen und speichern und somit haben Sie jetzt ein Ziel festgelegt, also Google weiß jetzt, mit Ihrer Seite wollen Sie in Deutschland gefunden werden, also Ihr Hauptmarkt ist Deutschland mehr oder weniger. Das ist sehr wichtig, dass man das tut bei einer internationalen Domain, das hilft im Ranking sehr weiter. Wenn Sie jetzt eine DE oder AT-Domain haben, können Sie das nicht machen, weil Google automatisch bei der AT-Domain zum Beispiel das Österreich zuweisen wird oder bei der DE-Domain Deutschland zuweisen wird. Wir sprechen aber davon, dass wir hier auch international werden können mit der Com-Domain. Wir hätten jetzt einmal die Domain an sich, ohne Subverzeichnis hätten wir jetzt einmal Deutschland zugeordnet. Der große Vorteil der Com-Domain ist es aber, wenn Sie zum Beispiel vorhaben zu expandieren oder Sie haben Standorte in verschiedenen Ländern, können Sie ganz einfach hergehen, gehen Sie nochmal ins Dashboard, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt zum Beispiel auch Italien dazu bekommen als Land oder Sie möchten Italien als Webseite integrieren, dann ist es natürlich hier viel besser. Sie integrieren das in die Com-Domain, dann brauchen Sie ein Link-Building nur für eine Domain machen und können hier mehr oder weniger auch das Geo-Targeting, also Sie können hier das Subdomain, auch das Land zuweisen. Ich zeige das kurz. Sie können hier einfach wieder gehen auf Website hinzufügen. Sie fügen jetzt exakt dieselbe Domain noch einmal hinzu und wir sagen aber, Sie hätten jetzt im Unterordner IT, wäre Italien, also das IT wird jetzt dann mehr oder weniger so behandelt, als wie Sie eine italienische Domain hätten. Alles, was für Italien relevant ist, liegt jetzt im Ordner IT. Sie bestätigen das einfach mit weiter und Google wird jetzt hier ein eigenes Konto hinzufügen. Also Sie haben jetzt mehr oder weniger eine eigene Domainverwaltung. Sie sehen hier, die Website wurde hinzugefügt und wenn Sie jetzt da in der Übersicht schauen, dann haben Sie jetzt die normale Domain, also ohne Sub, die normale Domain, die ist jetzt auf Deutschland getargetet und hier haben Sie das Unterverzeichnis IT, das wäre jetzt getargetet, auch noch auf Deutschland. Sie können aber hier wieder auf die Konfigurierung, also die Konfiguration gehen und können hier in den Einstellungen dieses Unterverzeichnis wieder einem Land zuweisen. Also Sie können hier jetzt wieder sagen, Sie weisen das jetzt Italien zu. Schauen wir mal, was finden. Hier ist Italien und speichern das Ganze. So können Sie mehr oder weniger Subverzeichnisse verschiedenen Ländern oder verschiedenen Sprachen zuweisen. Sie tun sich jetzt natürlich viel leichter in den gewissen Ländern damit zu ranken, weil Sie genau den Inhalt getargetet haben. Also Sie sagen genau Google, dass Sie mit dem IT-Subfolder in Italien ranken möchten, da hier Informationen für Italien enthalten sind. Das Ganze funktioniert natürlich auch für Sprachen. Gut, das war der dreiteilige Screencast, um das Video zu ergänzen, was denn wichtig ist bei der Auswahl einer Domain. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Danke.